Herzlich willkommen bei unserem Digital Talk, heute mit Emily Übler, Produktmanagerin im Bereich Print and Apply. Hallo Emily, schön, dass du da bist. Hallo. Wir starten auch bei dir mal mit deinem Werdegang. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was du bisher gemacht hast und wie deine Erfahrung war. Ich bin ja fast schon ein altes Häschen vielleicht im Bereich Kennzeichnungstechnik. Ich habe direkt nach meinem Studium in der Kennzeichnungstechnik angefangen, habe in der Entwicklungsabteilung gearbeitet, habe Projektmanagement gemacht, habe dann eine Ausbildung zum Qualitätsmanager gemacht und bin seit ungefähr 5 Jahren im Bereich Produktmanagement tätig und jetzt hier bei der Coding für die Print and Apply Geräte zuständig. Bei dem Print and Apply Bereich, da gibt es ein besonders spannendes Thema, nämlich das Thema Cobots. Vielleicht erklärst du uns einfach, was ist ein Cobot? Ja, Cobot setzt sich zusammen aus Kollaborativ und Roboter. Das heißt, ich habe einen Roboter, so wie man es kennt, Roboterarm, der Bewegungen ausführen kann, aber der hat eben entsprechende Sicherheitstechnik, der hat Sensoren verbaut, Kräftemesser, damit er mit Menschen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten kann und das ohne Zäune oder irgendwelche anderen Abschirmungen. Wenn wir jetzt auf vielleicht mal aktuelle Projekte von dir gucken, wo können Cobots besonders gut eingesetzt werden? Wo macht es Sinn? Also die kommen immer dann zum Einsatz, wenn bis jetzt irgendjemand die blöde Aufgabe hatte, irgendwo ein Etikett von Hand hinzukleben, was nicht besonders viel Spaß macht, oder man konnte vielleicht gar kein Etikett hinkleben. Dann, das ist für uns der absolute Ansatzpunkt für den Cobot, weil wir mit dem eigentlich überall hinkommen. Wir können flexible Bewegungsabläufe anfahren und ganz viele verschiedene Positionen erreichen. Jetzt, wenn man das erste Mal so ein Cobot sieht, hat man vielleicht auch so ein bisschen Respekt erstmal vor so einer Technologie. Jetzt weiß ich, du hast eine ganz besondere Aktion gemacht, um vielleicht auch den Leuten die Angst zu nehmen. Was war das genau? Ja, richtig. Das ist eigentlich immer ein Thema, was eigentlich alle irgendwie bewegt. Ja, es ist tatsächlich sicher. Ich war bis vor ein paar Wochen noch um einige Sticker und zwar hochschwanger. Und da hatte ein Kollege die Idee, also eigentlich müssten wir doch jetzt mal den Bauch etikettieren, weil was zeigt besser, dass unser Cobot oder Cobots generell so sicher sind, als wenn man einen Bauch etikettiert, wo ein Baby drin ist. Das haben wir dann auch gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht und zeigt, glaube ich, am allerbesten, wie sicher diese Technologie heutzutage ist. Das ist auch ein sehr sehenswertes Video, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich gut geworden. Ja. Neben, ich sag mal, jetzt eher einer spaßigen Aktion beschäftigst du dich ja sehr stark auch mit dem Thema Anbindung, Software. Wie bringe ich das zusammen mit Print and Apply und Cobot? Magst du uns darüber einen Einblick geben? Ja, also Anbindung gehört eigentlich immer mit dazu, Software gehört immer mit dazu. Was interessant ist, dass viele Kunden vielleicht denken, man muss gleich 100% umstellen und voll automatisieren. Das ist überhaupt nicht so. Wir können sogar sehr nahe das abbilden, was heute in der Firma gelebt wird und dann stufenweise ausbauen, Stück für Stück, bis man eben irgendwann auf einer 100%igen Automatisierungslösung ist. Sehr cleveres Konzept. Jetzt bist du den ganzen Tag, ich sag mal, in den Tiefen von Software, Anbindung, Cobot-Technologie, Print and Apply-Technologie und natürlich auch noch mit ein paar anderen Produkten. Hat es schon abgefärbt? Nimmst du das manchmal mit nach Hause? Ja, es gibt tatsächlich da Übereinstimmungen. Ich bin unheimlich strukturiert. Ich liebe es zu strukturieren, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, weil ich auch faul bin und es mir gerne einfach macht damit. Und ja, zu Hause sagen wir immer, ich bin die Ordnung, mein Mann ist die Sauberkeit. Schön. Vielen Dank für das gute und interessante Gespräch. Hoffentlich bis bald.